Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Damit wir das Gedächtnis des Herrn recht begegnen, rufen wir uns selbst und bekennen unsere Schuld vor Gott und der Kirche. Nun sprechen wir das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich, selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Heiliger und barmherziger Gott, gib, dass wir deinen Namen alle Zeit fürchten und lieben. Denn du einziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte die Verleumdung der vielen. Grauen ringsum, zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heerscharen prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebotes gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. So spricht der Herr, der Geist der Wahrheit wird Zeugnis geben für mich, und auch ihr sollt Zeugen sein. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In einer Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht 2 Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mit Jesus Christus in der heiligen Eucharistie. Jesus Christus verkündet uns heute: Fürchtet euch nicht. Dieser Satz ist eine Gottesbotschaft. Genau 366 Mal steht: Fürchte dich nicht in der Bibel. Wisst ihr, was mich daran begeistert? Gott denkt an alles. Normalerweise hat das Jahr nur 365 Tage, doch alle 4 Jahre einen Tag mehr im Schaltjahr.
Es ist einfach gut zu wissen, dass Gott uns nicht einen einzigen Tag alleine lässt oder nicht auf uns aufpasst. So sagt Jesus Christus zu uns, fürchte dich nicht. Jesus Christus meinte nicht nur die alltägliche Furcht, sondern wir sollen uns immer zu ihm und unseren Glauben bekennen. Davor brauchen wir niemals uns zu fürchten. Mahatma Gandhi war ein bekannter Inder und Hindu. Einmal sagte er zu seinen Feinden, ich fürchte euch nicht. Ihr könnt mich töten, dann bekommt ihr meinen Leichnam. Aber meine Moral und meine Einstellung zum Leben könnt ihr mir nicht nehmen. Jetzt hören wir die Worte von Jesus Christus, was er vor über 2000 Jahren zu den Menschen und auch zu uns spricht. Fürchtet euch nicht. Am 27. März 2020 spendete Papst Franziskus den Segen Urbi et Orbi. Das ist der Segen für die Stadt Rom und die ganze Welt. Während diesem Gottesdienst hielt er eine Predigt und sagte, dass momentan die ganze Welt, alle Städte und alle schönen Feiern von einer Decke der Dunkelheit und Einsamkeit bedeckt sind. Auch die Jünger von Jesus erlebten schon so etwas in ihrem Leben. Einmal fragten die Jünger Jesus, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? In dieser Situation erlöste Jesus seine Jünger. Weiter sagte Papst Franziskus, in der Mitte unserer Dunkelheit und unserer Einsamkeit fragt Jesus auch uns, warum habt ihr Angst? Glaubt ihr nicht an mich? Am Ende sagte Papst Franziskus zu uns und der ganzen Welt, kehren wir um zu Jesus in dieser Zeit der Glaubensversuchung. Wir alle sind nur aus Staub. Aber Jesus Christus liebt auch diesen Staub. So empfangen wir die heilige Eucharistie oder die heilige Kommunion mit diesem Glauben. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, bleibe du in meinem Herz, so habe ich keine Angst. An diesem Gedanken erinnern wir uns immer wieder in unserem täglichen Leben, besonders jetzt in der Zeit, wo wir durch das Coronavirus gemeinschaftlich eingeschränkt sind. Shalom Aleichem. Der Friede sei mit euch im Namen Jesu Christi. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lasset uns beten. Nichts geschieht ohne den Willen des himmlischen Vaters. Mit dieser Zusage stärkt Jesus seine Jüngerinnen und Jünger. In diesem Glauben und Vertrauen bringen auch wir unsere Bitten vor Gott. Gib allen, die um des Glaubens willen verfolgt werden, Standhaftigkeit und Zuversicht. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. Ruf auch heute Menschen in deinen Dienst, damit sie dir ein heiliges Volk bereiten. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle Kinder, besonders unsere Erstkommunionkinder und Jugendlichen unserer Pfarrei, denen wir die Freude des Glaubens erfahrbar machen wollen. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. für alle, deren Leben durch das Coronavirus gefährdet ist, für die Menschen in den Armutsgebieten der Welt, die besonders hart davon getroffen sind, und für alle, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kämpfen. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. Gedenke der Kranken und Schwachen und richte sie auf durch dein Erbarmen. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. nimm dich der Verstorbenen, besonders unseres emeritierten Bischofs Schlembach, an, dass sie deine Herrlichkeit schauen. Lebendiger Gott, Wir bitten dich, Herr, höre uns. nichts bereite uns Furcht, nichts bereite uns Sorge, denn du, lebendiger und barmherziger Gott, allein genügst. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Des Herrn, Sager, Schöpfer der Welt, du schenkst dein Wein, du frisches Weinstoff, menschliche Arbeit. Wir bringen diesen Geld vor dein Angesicht, uns als Herrscher. Gepriesen bis in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen jetzt ermutiges in uns an, gibst uns Brauch an dir und wasche meine Schuld, vorne meine Schuld, und salten den Namen, und was unter dem Raum, und dem Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns, seine ganze Heilige. Heiliger und barmherziger Gott, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, damit wir in Feierhingabe ganz dir angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und in Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtige Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung und das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig Gott, allmächtig und gewaltig. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, besonders von allen Gefahren durch das Coronavirus. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch, deinem Geiste. Das Sakrum des Leibes und Blutes am Gottes unempfindlichen Wesen der Erbarmung. Empfang deines Leibes und Blutes bringe uns nicht Gericht und dann soll das Segen. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einhältst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben.
Noch eine kurze Vermeldung. Zum Beginn der Sommerferien gibt es wieder einen großen Sebastiansboten, der in alle Haushalte ausgetragen wird. Die Verteilung erfolgt voraussichtlich ab dem 27.06. Wer sich als Austräger hier in Dannstadt beteiligen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro. Danke. Einen schönen Sonntag. Allmächtiger, gütiger, heiliger und barmherziger Gott, du hast uns durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. Gib, dass wir niemals verlieren, was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Pananteselo, praise hallelujah. Oremus. Deus, qui nobis sacramentam libationis, tuae memoriam religusti, triuve gesumus, itanos corporis est angenis tuae, sacra mysteria venerari, un redemptionis tuae fructum in nobis iugite sensiamus, qui vivis et reginas in saecula saeculorum. Gepriesen sei Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Gepriesen sei sein heiliger Name. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gepriesen sei der Name Jesus. Gepriesen sei sein heiligstes Herz. Gepriesen sei sein kostbares Blut. Gepriesen sei Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament des Altares. Gepriesen sei der Heilige Geist, der Tröster. Gepriesen sei die erhabene Gottesmutter, die allerseligste Jungfrau Maria. Gepriesen sei ihre heilige und unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre wunderbare Himmelfahrt. Gepriesen sei der Name der Jungfrau und Mutter Maria. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr reinster Bräutigam. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.